Thrustmaster bietet mit dem TCA Yoke Pack Boeing Edition eine nach eigener Aussage sehr authentische Steuerung zum Beispiel der 787 an. Dies und ob sich die Steuerungslösung für Xbox und PC auch auf kleineren Maschinen gut anwenden lässt, sehen wir uns in diesem Video hier einmal genauer an und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Zuallererst, um was geht es genau? Ihr seht hier das Thrustmaster TCA Yoke Pack Boeing Edition. Pack deshalb, da hier in diesem Set beides vereint ist, also Yoke und Quadrant. Die Komponenten sind jeweils auch einzeln erhältlich. Erweitern kann man das Ganze noch mit Rudder Pedals und kompatibel ist dieses Set mit Xbox und PC. Ideale Voraussetzungen, um beispielsweise im Microsoft Flight Simulator voll durchzustarten. Frisch ausgepackt stellen wir fest, das Yoke ist komplett vormontiert, eine Beschreibung, Garantiehinweise und ein größerer beidseitig bedruckter Flyer mit Piktogrammen zum Anschluss bzw. zu ersten Informationen zur Steuerung für den Microsoft Flight Simulator liegen bei. Das offiziell lizenzierte Boeing Steuerhorn ist von der 787 inspiriert und soll laut Beschreibung eine 1:1 Replika darstellen. Die vertikale Bauweise soll dabei das Gefühl eines am Boden montierten Steuerhorns vermitteln. Äußerlich ist das Ganze aus Kunststoff, im Innenleben wurde aber auch viel mit Metall gearbeitet, wie dieses Bild hier zeigt. Als weiteres Zubehör liegt im Yoke zum Beispiel noch diese Klammer hierbei, da gehe ich später noch näher drauf ein. Außerdem eine Feder, um die Zugkraft des Steuerhorns zu ändern. Dazu passendes Werkzeug sowie ein Anschlusskabel von USB-C auf USB-A mit 1,80 Meter Länge. Auch der Quadrant ist im Grunde komplett vormontiert, lediglich die Hebel müssen aufgesteckt werden. Insgesamt 17 Aktionstasten gibt es und Magnettechnologie für jede der 3 Achsen. Wichtig für Pilotinnen und Piloten auf Xbox ist in diesem Fall, dass der Quadrant nicht einzeln auf der Konsole funktioniert, sondern nur in Kombination mit dem Steuerhorn. Am PC funktioniert der Quadrant auch standalone. Im Vergleich zum Steuerhorn wirkt der Quadrant auf mich etwas einfacher verarbeitet. Der Druckpunkt der Tasten ist aber völlig in Ordnung und gerade die Schubhebel fühlen sich richtig gut an mit ordentlich Gegendruck. Mit dabei ein Wechselhebel sowie ein Kabel von USB-C auf USB-A, wiederum mit 1,80 Meter Länge. Insgesamt können mit diesem Steuerhorn bis zu 2 Quadranten verbunden werden. Eine entsprechende Tischklammer liegt bei und ist für Platten von bis zu 5 cm Stärke geeignet. Das Steuerhorn selbst sogar bis maximal 6 cm Plattenstärke. Am Quadranten selbst wird die Klammer dann mittels 2 Schrauben entsprechend befestigt. Das Ganze macht einen sehr stabilen Eindruck und das verwendete Werkzeug findet Platz am Gerät selbst. Anschraubmöglichkeiten, um das Ganze irgendwie anders in sein Home-Cockpit zu integrieren, gibt es ebenfalls. Die Rückseiten von Quadrant und Yoke sehen wie folgt aus. Zum einen haben wir an beiden Geräten einen RJ12-Anschluss für die Pedale. In direkte Verbindung bringen wir beides jedoch mit dem USB-Kabel. Am Yoke ist noch wichtig, den Wahlschalter in die richtige Position zu bringen. Seid ihr am PC oder auf Xbox unterwegs, dementsprechend muss die Einstellung sein. Seitlich am Steuerhorn findet sich noch ein Anschluss für euer Headset. Ein Blick auf die Homepage, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung, gibt euch nicht nur weitere Informationen, wie beispielsweise auch den Preis. Das Komplettset liegt aktuell bei knapp 500 €. Wer allerdings ein bisschen vergleicht, stellt fest, das Yoke ist teilweise schon für um die 300 € zu bekommen, der Quadrant für um die 150. Ebenfalls in der Videobeschreibung zu finden der Link, der euch zu allen weiteren Beschreibungen und Bedienungsanleitungen führt. Wenn das Ganze bei euch nun fertig aufgebaut ist und angeschlossen wurde, in meinem Fall an der Xbox Series X, dann genügt uns somit ein Kabel zur Konsole oder zum PC. Aussehen könnte das Ganze dann in etwa so. Was direkt auffällt, ist am Yoke die nach unten versetzte Bauweise. Während andere Modelle auf dem Tisch aufbauend nach oben sich platzieren, hängt dieses Steuerhorn vor einem nach unten versetzt. Und das ist tatsächlich sehr angenehm und super umgesetzt. Wer wiederum auf große Beleuchtungen und so weiter steht, der wird hier leider dann etwas enttäuscht, denn außer der einen Leuchtdiode an dem Xbox-Button gibt es keine. Das Yoke wird mit 2 Verschraubungen am Tisch super fest fixiert, da wackelt nichts mehr. Der Quadrant wird mit einer Verschraubung befestigt und auch das ist eigentlich ausreichend fest. Legt man es seitlich mit Druck allerdings darauf an, dann konnte man das schon ein bisschen verschieben.
Die vorhin erwähnte Klammer, ihr habt sie vielleicht schon gesehen, kann man am Yoke oben entsprechend einstecken. Daran wiederum lässt sich dann eure mobile Device, also beispielsweise ein Handy oder ein Tablet, entsprechend anlehnen und als zusätzlicher Screen nutzen. Was ich beispielsweise hier noch spontan ausprobiert habe, ich nutze am PC das Octavi IFR 1 und auch das ließ sich platzieren. Das Video zum IFR 1 verlinke ich euch an dieser Stelle einmal hier rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Was in den Kommentaren anderer Unboxings auf meinem Kanal immer wieder mal gefragt wurde, wie klingen denn die Tasten? Und um euch davon einen Eindruck zu vermitteln, platzieren wir hier einmal das Mikro entsprechend und ich halte mich, was den Kommentar angeht, einmal ganz kurz ein bisschen zurück. So, und dann melde ich mich mal ganz leise zurück, bitte nicht erschrecken. Wir wechseln hier jetzt einmal in den Microsoft Flight Simulator und dort in die Steuerungsoptionen, denn ganz wichtig, es sind Profile hinterlegt und zwar einmal ein Standardprofil und ein Xbox-Profil. Die sind soweit auch gut und direkt zu verwenden. Lediglich die Steuerung der Störklappen, deren Achse, musste ich einmal umkehren. Ansonsten war das alles gut soweit. Ihr könnt aber selbstverständlich jederzeit auch eigene Profile anlegen. Um euch hier einen guten Eindruck zu vermitteln, wie direkt das Ganze funktioniert, blende ich hier auch einmal die Action Cam, nenne ich sie einfach mal, ein, sodass ihr sehen könnt, wann ich was drücke und wie die Reaktion im Flugzeug aussieht. Aktuell sitzen wir hier in der Boeing 787-10 Dreamliner. Ihr seht schon, das mit dem Yoke funktioniert hervorragend und auch der Quadrant reagiert auf jede Bewegung und setzt 1:1 um. Wichtig zu beachten, der Umkehrschub, also die Hebel für den Umkehrschub, funktionieren nur dann, wenn die Störklappen voll aktiv sind. Was auch super und auf Anhieb in den Standardsteuerungen funktioniert hat, sind die Autopilotensteuerungen zu Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Steuerkurs. So, und dann würde ich sagen, legen wir hier mal einen Start hin und ich melde mich gleich wieder bei euch.
Also das fühlt sich alles tatsächlich sehr, sehr gut an. Lediglich die Steuerung der Pedale über den kleinen Stick auf der rechten Seite des Yokes ist ein bisschen sehr direkt und daher etwas wackelig. Aber nochmal, ich habe hier weder irgendwas nachgestellt, sondern einfach Standardeinstellungen verwendet. Wie fühlt sich das Ganze denn jetzt bei einer kleineren Maschine, zum Beispiel bei der SR22 an? Unabhängig davon, dass das zu dem Stick im Cockpit jetzt optisch nicht so wirklich passt, ging es mir hier jetzt vielmehr darum, wie sich das Ganze in einem kleinen Flugzeug anfühlt. Auch hier wieder alles auf Standardeinstellungen out of the box an der Xbox angeschlossen. Was schon mal klar ist, hier funktioniert jetzt nur noch ein Schubhebel. Das war in dem Fall jetzt der mittige auf der rechten Seite, der hatte keine Funktion mehr. Und was auch klar war, der linke Hebel, die Störklappenfunktion ist hier nicht vorhanden. Hier würde es sich jetzt anbieten, beispielsweise den Hebel einfach zu tauschen und die Flaps auf diese Funktion zu hinterlegen, die hier jetzt standardmäßig noch auf der linken Seite des Yokes hinterlegt sind. Dort befindet sich im Übrigen auch standardmäßig die Trimmung. Ich blende euch das hier mal rechts unten ein. Ansonsten auch hier konnte ich direkt starten und es fühlte sich gut an. Also kurzum, das Thrustmaster TCA Yokepack Boeing Edition bietet sowohl in Airlinern als auch in kleineren Maschinen ein tolles Fluggefühl und ist eine schöne Ergänzung für den Microsoft Flight Simulator. Das Ganze ist als Set als auch einzeln erhältlich, sowohl für Xbox als auch für den PC, ist sehr gut verarbeitet, allerdings, und das ist eine ganz individuelle Einschätzung meinerseits, halte ich den Preis von 499 € für zu hoch angesetzt. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung und hier jetzt rechts oben mal die ein oder andere Alternative gerade für Konsole, die ich persönlich nicht schlechter finde, aber günstiger ist. Falls Fragen und Ergänzungen bleiben, nutzt bitte gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Unterstützt diesen Kanal sehr gerne mit einem kostenlosen Abo und eurem Däumchen nach oben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.